Hamburg. 1,9 Millionen Menschen. Deutschlands zweitgrößte Stadt. Ein Zentrum von Handel, Kultur und Leben. Doch was passiert, wenn über genau dieser Stadt eine Wasserstoffbombe detoniert? Am 6. August 1945 wurde Hiroshima zerstört. Die Bombe hatte eine Sprengkraft von 15 Kilotonnen. Heute reden wir über Waffen, die um ein Vielfaches stärker sind. Nicht ein bisschen, nicht doppelt, sondern in einer Größenordnung, die eine ganze Metropole in Sekunden überfordert. Nicht theoretisch, nicht historisch, sondern hier, heute, über Hamburg. Was bedeutet das für die Menschen, für die Stadt, für alles, was wir Alltag nennen? Die Antwort ist präzise berechenbar. Und genau das werden wir tun. Abonniere den Kanal kostenlos, damit du weitere Videos nicht verpasst. Um diese Frage zu beantworten, müssen wir zuerst klären, welche Größenordnung wir überhaupt meinen. Moderne Arsenale verfügen über Wasserstoffbomben sehr unterschiedlicher Stärke. Von vergleichsweise klein im militärischen Sinn bis zu strategischen Waffen mit mehreren 100 Kilotonnen oder sogar Megatonnen Sprengkraft. Für diese Analyse nehmen wir eine große strategische Wasserstoffbombe im Bereich von rund 700 bis 800 Kilotonnen. Was bedeutet das konkret? Die Hiroshima-Bombe hatte etwa 15 Kilotonnen. Wir reden also über eine Energie, die ungefähr 50 Mal größer ist. Nicht ein bisschen stärker, nicht doppelt, sondern in einer völlig anderen Dimension. Um diese Zahl greifbar zu machen: Würde man diese Energie als konventionellen Sprengstoff darstellen, bräuchte man ein Volumen, das mit riesigen Gebäuden vergleichbar wäre, komplett gefüllt mit hochexplosivem Material. Eine Menge, die unser Gehirn kaum noch erfassen kann. Und diese Energie wird nicht punktuell freigesetzt, wie bei einem Einschlag, sondern wirkt über eine große Fläche gleichzeitig. Hitze, Druck und Strahlung treffen nicht einen Ort, sondern eine ganze Stadt auf einmal. Genau deshalb geht es hier nicht um die Zerstörung einzelner Gebäude. Es geht um die Überforderung einer ganzen Stadt als System. Was hier freigesetzt wird, ist keine große Explosion, sondern eine physikalische Gewalt, die jede bekannte Struktur übersteigt. Was dabei passiert, ist keine Meinung und keine Dramatisierung. Es ist berechenbare Physik. Über dem Stadtzentrum beginnt die Detonation. In einem Augenblick setzt die thermonukleare Reaktion ein. Es entsteht ein Feuerball mit Temperaturen, die alles übersteigen, was auf der Erde natürlich vorkommt. Heißer als das Innere der Sonne. Das Licht dieser Explosion ist so intensiv, dass es selbst in großer Entfernung schwere Augenschäden verursachen kann. Wer in direkter Sichtlinie ist, erlebt keine Helligkeit, sondern Gewalt. Der Feuerball wächst in Sekundenbruchteilen. Luft, Staub, Wasser. Alles, was sich im Zentrum befindet, verliert seine normale Form. Materie geht in einen Zustand über, in dem Atome ihre Struktur verlieren. Das ist kein Feuer mehr, das ist reine Energie. Gleichzeitig rast die thermische Strahlung nach außen. Nicht wie Flammen, sondern wie eine unsichtbare Wand aus Hitze. Brennbare Materialien entzünden sich ohne Kontakt mit Feuer. Haut verbrennt in einem Moment. Kleidung fängt an zu glühen. Leben endet, bevor der Körper überhaupt reagieren kann. Der Feuerball erreicht seine maximale Ausdehnung. In dieser Zone existiert nichts mehr, was man als Struktur bezeichnen könnte. Beton verliert seine Festigkeit. Metall verformt sich. Alles, was gebaut wurde, um Stabilität zu bieten, hört auf zu funktionieren. Dann kommt der Druck. Die überhitzte Luft expandiert mit einer Gewalt, die jede bekannte Explosion übertrifft. Eine Schockwelle entsteht, nicht wie ein Sturm, sondern wie eine massive Wand. Sie reißt Gebäude auseinander, zerdrückt Straßen, lässt Brücken kollabieren
und zerstört unterirdische Systeme. Was hier wirkt, ist keine einzelne Explosion. Es ist eine Kette aus Licht, Hitze und Druck, die eine Stadt in Sekunden in einen anderen Zustand versetzt. Und das Entscheidende ist, diese Schockwelle stoppt nicht sofort. Sie läuft weiter. Sie verliert nur langsam an Kraft. Und sie nimmt alles mit, was auf ihrem Weg noch Struktur hat. Die Zerstörungszonen. Kernwaffenphysiker teilen die Wirkung einer Detonation in mehrere Zonen ein. Nicht nach Chaos, sondern nach Physik. Im innersten Bereich kollabieren selbst Stahlbetonbauten. Brücken verlieren ihre Tragfähigkeit und unterirdische Systeme brechen zusammen. Die thermische Strahlung ist so extrem, dass Asphalt weich wird, Glas seine Struktur verliert und Metall sich verformt. Hier existiert keine bauliche Stabilität mehr. Darum herum liegt eine Zone schwerer Zerstörung. Wohngebäude brechen ein, tragende Strukturen versagen, Fensterscheiben werden zu tödlichen Geschossen. Gleichzeitig reicht die Hitze aus, um großflächige Brände auszulösen, ohne dass offene Flammen nötig sind. Die Stadt beginnt zusätzlich von innen heraus zu brennen. In der nächsten Zone bleibt vieles äußerlich stehen, aber nichts funktioniert mehr. Dächer werden abgerissen, Fassaden brechen auf, Fahrzeuge werden umhergeschleudert. Menschen werden vor allem durch Trümmer, Glassplitter und Feuer verletzt oder getötet. Die Stadt ist nicht mehr kontrollierbar. Und selbst in den äußersten Bereichen endet die Wirkung nicht. Die Druckwelle ist noch deutlich spürbar. Fenster bersten, Gebäude werden beschädigt, Orientierung und Sicherheit verschwinden. Die Stadt existiert weiter, aber nicht mehr als normaler Lebensraum. Eine einzige Bombe erzeugt damit keine einzelne Zone der Zerstörung, sondern ein ganzes System aus Wirkungsbereichen, das sich über eine riesige Fläche legt. Nicht punktuell, nicht lokal, sondern über eine gesamte Metropole hinweg. Doch selbst damit endet die Wirkung noch nicht, denn ein Teil der Zerstörung ist unsichtbar. Der elektromagnetische Puls. Jede Kernwaffendetonation hat neben Hitze und Druck noch eine zweite, unsichtbare Wirkung. Den elektromagnetischen Puls, kurz EMP. Er ist lautlos, man sieht ihn nicht, man hört ihn nicht. Aber er trifft moderne Städte härter als jede Explosion. In einem einzigen Moment wird alles verwundbar, was von Elektronik abhängt. Nicht durch Feuer, nicht durch Trümmer, sondern durch einen physikalischen Schlag, der Technik einfach abschaltet. Bildschirme werden schwarz, Steuerungen fallen aus, Kommunikation bricht zusammen. Nicht langsam, nicht schrittweise, sondern sofort. Moderne Städte existieren nur durch Elektronik. Stromnetze, Krankenhäuser, Verkehr, Funk, Navigation, Wasserversorgung. Alles basiert auf Systemen, die ohne Elektrizität nicht funktionieren. Wenn diese Technik versagt, gibt es keinen geordneten Übergang, keinen Notbetrieb, keinen Plan B. Es gibt nur Stillstand. Keine Notrufe, keine Koordination, keine Kontrolle. Das ist das Perfide am EMP. Er zerstört nicht die Stadt selbst. Er nimmt ihr die Fähigkeit zu reagieren. Er macht aus Chaos Hilflosigkeit. Und in genau diesem Moment wird klar, dass die Explosion nur der Anfang war. Der Fallout. Die Explosion ist nicht das Ende. Danach beginnt der radioaktive Niederschlag. Die Pilzwolke reißt Material aus der Stadt nach oben. Erde, Beton, Metall, Wasser. Alles ist radioaktiv belastet. Dieses Material fällt wieder zurück auf den Boden. Das ist Fallout. Zuerst fallen die schweren Partikel. In den ersten Stunden nach der Detonation. Sie sind hochgefährlich und geben starke Strahlung ab. Wer damit in Kontakt kommt, nimmt eine tödliche Dosis auf. Kleidung, Haut, Gebäude, Straßen. Alles wird kontaminiert. Ab diesem Moment entscheidet der Wind über die Ausbreitung. Nicht die Stadtgrenze, nicht das Bundesland, sondern die Luftströmung.
Der radioaktive Niederschlag kann sich über ganze Regionen ziehen. Landwirtschaft wird unbrauchbar, Trinkwasser wird belastet, Wohngebiete werden evakuiert. In den ersten Tagen treten akute Strahlenschäden auf, schwere Übelkeit, Organversagen, innere Blutungen. Ohne medizinische Versorgung sind viele dieser Fälle tödlich. Doch es gibt keine funktionierende Versorgung mehr. Krankenhäuser sind zerstört oder ohne Strom. Rettungswege sind blockiert. Kommunikation existiert nicht. Langfristig bleibt die Belastung bestehen. Strahlung verschwindet nicht. Sie lagert sich im Boden, in Pflanzen und im Wasser ab. Die Folgen sind Krebs, Leukämie und genetische Schäden. Nicht nur für die direkt Betroffenen, sondern für ganze Generationen. Das Ergebnis ist eindeutig. Die Explosion zerstört die Stadt. Der Fallout zerstört die Region. Nicht kurzfristig, nicht vorübergehend, sondern für Jahrzehnte. Eine moderne Wasserstoffbombe über einer Großstadt bedeutet nicht schwere Zerstörung, sondern das Ende jeder urbanen Struktur. Innerhalb von Sekunden entstehen mehrere Wirkungszonen. Ein innerer Bereich vollständiger Vernichtung. Darum herum massive Zerstörung ganzer Stadtviertel und weit darüber hinaus Schäden, die sich über hunderte Quadratkilometer erstrecken. Hinzu kommen der Zusammenbruch der gesamten technischen Infrastruktur durch elektromagnetische Effekte sowie radioaktiver Niederschlag, der ganze Regionen für Jahrzehnte unbewohnbar machen kann. Eine einzige Explosion reicht aus, um nicht nur eine Stadt, sondern ein komplettes Umland dauerhaft auszulöschen. Zum Vergleich: Selbst die größten Bombardierungen des Zweiten Weltkriegs, bei denen über Tage hinweg Zehntausende Tonnen Sprengstoff eingesetzt wurden, erreichen nicht annähernd die Wirkung einer einzigen modernen Wasserstoffbombe in einem einzigen Moment. Was früher ganze Luftflotten und Wochen benötigte, geschieht heute in Sekunden. Das hier war kein Film, keine Übertreibung und kein Gedankenspiel, sondern eine reale physikalische Möglichkeit, die zeigt, wie dünn die Grenze zwischen Alltag und totalem Zusammenbruch wirklich ist. Eine einzige Explosion kann eine Stadt vernichten und gleichzeitig eine ganze Region für Jahrzehnte unbewohnbar machen. Nicht durch Panik oder Chaos, sondern durch reine Physik. Wenn dieses Video dir gezeigt hat, wie verletzlich unser System ist, dann nimm das nicht mit Angst, sondern mit Verantwortung. Abonniere den Kanal, wenn du solche Inhalte wichtig findest. Das ist kostenlos, hilft enorm und sorgt dafür, dass diese Videos weiter entstehen können. Und vergiss nie, wir müssen aufeinander aufpassen. Menschlichkeit zählt.